Wir haben euch vor ein paar Wochen mal gezeigt, Renovierung unseres neuen Gebäudes, ehemaliges Autohaus, wie das aussieht in der Renovierung. Heute habt ihr die Chance anzusehen, wie es aussieht, nachdem unsere Sonderkonstruktion dort eingezogen ist. Wir sind jetzt hier in unserem Werk 2, wo die Sonderkonstruktion untergebracht ist. Und das schauen wir uns mal an. Wir haben hier den Bereich der ehemaligen Autowerkstatt. Man hat hier mehrere Tore, über die man Material rein und rausbringen kann. Wir können hier auch die Fläche sehr gut nutzen durch die rollbaren Tische, die wir haben. Wenn wir hier eine größere Konstruktion aufbauen, sieht man auch gleich, wir haben die entsprechende Grundfläche und auch die Höhe, um hier durchaus größere lauffähige Leitern, Treppen aufzubauen. Unsere Plattensäge haben wir auch rübergeholt, sodass wir Gitterroste entsprechend vernünftig zuschneiden können, wenn die nicht gerade auf die CNC bekommen. Wir haben hier eine Profilbohrmaschine, die auch programmierbar ist. Die haben wir jetzt als Gebrauchmaschine neu dazu gekauft. Wir haben die Tischkreissäge hier, wir haben eine Drehbank hier und alles, was man in so einem Werkstattbereich benötigt. Hier sieht man zum Beispiel eben auch die Tischkreissäge, Schleifband, Bohrmaschinen, die wir hier haben. Und das, was man hier gerade sieht, sind halt eben Plexiglasstreifen, die bearbeitet werden für eine Spritzschutzeinrichtung. Hier sehen wir ebenfalls Bauteile für die Spritzschutzeinrichtung, die wir gerade bei einem Kunden aufbauen. Viel Plexiglas, weil wir praktisch eine Anlage mit GFK-Rahmen und Plexiglas einhausen, sodass man vor den Chemikalien, die dahinter sitzen, geschützt ist, wenn dort mal irgendeine Havarie passiert. Hier haben wir noch die Profilsäge und viele Profile, die gerade zugesägt werden müssen. Und jetzt schauen wir uns mal den zweiten Bereich an. Ja, wir waren gerade in dem Bereich, in dem viel gesägt wird, montiert wird, gebohrt wird, wo also durchaus auch Staub entsteht. Und wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir diesen Raum hier haben, weil hier kann man auch mal durchaus Pläne ausbreiten. Man kann hier auch kleinere Arbeiten vornehmen. Wir können hier auch zum Beispiel solche Rahmen hier lackieren. Und wir haben einfach eine Möglichkeit, unsere ganzen Zubehörmaterialien, die wir benötigen, sind halt Schrauben, Unterlegscheiben, Kunststoffteile und so weiter, können wir hier wirklich mal staubfrei lagern, was früher immer ein Problem war. Damit habt ihr dann auch gesehen, wie praktisch der Werkstattbereich dieses ehemaligen Autohauses genutzt wird. Jetzt haben wir noch den Ausstellungsbereich, wo wir gesagt haben, hier soll demnächst auch noch gezaubert werden. Da soll eigentlich Endmontage hin. Und da können wir vermelden, dass wir auch schon ein neues Projekt gewonnen haben, wo wir serientechnisch zumindest einen Teil schon mal dieser Fläche nutzen möchten. Ja, hier haben wir praktisch den Aufenthalts- und Küchenbereich mit Herd, Mikrowelle, Spülmaschine, allem, was man hier benötigt. Kaffeemaschine, nicht zu vergessen, ganz wichtig. Alles, was man hier zum Überleben braucht, damit man auch nicht irgendwo immer auf die andere Straßenseite muss. Ja, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, wie unsere Sonderkonstruktion im neuen Bereich angekommen ist. Demnächst werden wir euch mal zeigen können, wie wir unseren Wareneingang dann umorganisiert haben.